Emma, ich bin ganz schnell wieder da. Hörst du? Henke, Sie müssen diese Aufnahmen finden. Keiner glaubt dir. Dabei hast du alles versucht. Emilie und ich, wir ziehen aus. Ich brauche weder dein Geld noch dein Auto. Töchterchen, wenn du jetzt gehst... Dann brauche ich nie wiederzukommen. Ja, ja, ich weiß. Aber wir brauchen unsere Unabhängigkeit und die nimmst du uns. Jetzt ist es soweit. Die Hetzjagd beginnt. Sebastian. Wie geht's Emma? Sie ist jetzt oben bei der Nanny und schläft. Ich hoffe, sie wird niemals begreifen, dass sie bei der Festnahme ihrer eigenen Mutter dabei war. Hören Sie, das ist alles ein Missverständnis. Sie machen einen Fehler. Ich bin unschuldig. Machen Sie Ihr Bett. Wie es aussieht, glaubt niemand mehr, dass der Treppensturz von Frau Jäger ein Unfall war. Tja, wie oft hast du früher davon geträumt, mit dem Mädchen von Seite 1 zusammen zu sein? Schnauze. Nicht mal für dich ist das ein Anlass zur Freude. Die schlechte Presse schadet auch dir, Ansgar. Ja, und ihr seid schuld daran. Wenn ihr die 800-Jahr-Feier nicht abgesagt hättet, hätte die Presse gar nicht so viel Zeit, auf dieser dämlichen Geschichte rumzureiten. Ich habe Sonja Jäger nicht umgebracht. Das war ein Unfall. Ich muss so schnell wie möglich hier raus. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Hören Sie mir überhaupt zu? Bleibt uns zu hoffen, dass sich Tanjas Hang zur Gewalt nicht vererbt. Also ich jedenfalls werde Emma nicht mehr den Rücken zuwenden, sobald sie 10 ist und spitze Gegenstände in der Nähe sind. Halt Emma da raus, ja? Das wäre nicht auszudenken, wenn Emma Schaden durch die ganze Sache nimmt. Ja, das will ich nicht hoffen. Deshalb werde ich das alleinige Sorgerecht beantragen und, ja, ich kann keine Rücksicht mehr auf Tanja nehmen. Was zwischen Sebastian und mir passiert ist, das geht auf ihr Konto. Und zwar ganz allein. Tanja so hilfsbereit. Ich kann das gar nicht oft genug sehen. Und was ist auf den Aufnahmen drauf, die die Polizei mitgenommen hat? Ein kleines schwarzes Nichts. Jeder wird glauben, dass Tanja vor dem Mordanschlag die Überwachungskameras ausgeschaltet hat. Wie geht's Frau Jäger eigentlich? Reglos komatös. Die wacht nie wieder auf. Das hier ist der einzige Beweis für Tanjas Unschuld. Und der ist bei mir bestens aufgehoben. Auge um Auge. Jetzt weiß Tanja endlich mal, wie es sich anfühlt, unschuldig eingesperrt zu sein. Hallo. Hey. Willst du auch was? Nein, danke. Ist irgendwas? Nein. Schickes Kleid. Was soll das jetzt heißen? Das heißt, dass dein Kleid schön ist. Es gefällt mir. Das war ein ganz normales Kompliment. Also wenn du da jetzt wieder irgendeinen doppelten Boden vermutest, dann ist das dein Problem und nicht meines. Willst du damit etwas sagen, dass ich paranoid bin? Was? Ich wäre einfach froh, wenn du solche Unterstellungen in Zukunft lassen könntest. Das ist echt ziemlich plump. Plump. Klar. Und beim Flaschendrehen habe ich dich natürlich gezwungen, mich zu küssen. Siehst du? Fängst du schon wieder mit diesem Thema an? Ich meine, kannst du an nichts anderes mehr denken? Als an was? An mich. Es tut mir wirklich leid, wenn ich deine Fantasien zerstören muss, aber das kann ich sogar sehr gut. Zufrieden? Ja, weißt du was? Ich bin einfach nur froh, wenn diese Fittings endlich vorbei sind. Ja, kann ich mir vorstellen, weil ich ja auch keine Gelegenheit auslasse, an dir rumzufummeln. Tust du auch nicht. Deine Panik sagt einfach alles.
Panik? Quatsch, ich habe überhaupt keine Panik. Schönen Tag noch. Ich komme mir vor wie eine kleine, süße, knackärstige Transe. Wenn dein Hals wieder fit ist, dann kannst du gerne wieder den Macho spielen, aber das geht nun mal nicht. Das ist schon ganz schön viel für ein Taxi. Und jetzt? Lasst euch den ganzen Quatsch mit dem Ausziehen noch mal in aller Ruhe durch den Kopf gehen. Ich bin doch kein Monster. Deswegen hast du morgen ein Vorstellungsgespräch in Bünard. Das ist ein Sterneschuppen. Eins der besten Restaurants der Stadt. Wenn er da angenommen wird, hat selbst er eine Perspektive. Er hat höchstens eine Entschuldigung verdient. Mehr nicht. Eine Entschuldigung? Dafür, dass ich euch hier ein Heim biete? Dieses Vorstellungsgespräch ist eine Riesenchance für dich. Ich finde, wir sollten alle nicht so nachtragend sein. Wir lassen uns nicht kaufen. Jetzt komm schon, Kim, das ist seit Monaten deine Kreditkarte. Wegen der du uns die ganze Zeit vorhältst, dass wir von deinem Geld leben, das ich übrigens als deine Assistentin verdient habe. Also nein, danke. Wir kommen auch ohne dich klar. Meine Frau, stolz und schön. Hm? Hast du schon wieder eine Handtaschensammlung, Fummeltrine? Also schön, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Kannst du nicht. Lass es mich einfach wissen. Oder kann ich vielleicht noch einmal den Wagen haben? Also nur für den Umzug. In ein paar Stunden hast du ihn wieder. Meinetwegen. Sag einfach Justus Bescheid. Ich meine das ernst. Ab morgen bin ich selbstständig. Ja, selbstständig. Das ist nicht Sonjas letzter Entwurf. Den ist sie vor mindestens einer Woche schon mit mir durchgegangen. Sie hat es dann ohne Applikation probiert in Purpur. Ganz sicher. Schauen Sie bitte mal nach. So. Das hat sie sich auch ganz anders vorgestellt. Na, wirst du schlau, Sonjas Arbeit? Musst du dich immer so anschleichen. Mir reicht schon, dass die Polizei hier überall rumschwirrt. Wie läuft's denn? Ach, ich weiß auch nicht. Manche Entwürfe bin ich mit Sonja noch durchgegangen und andere Modelle. Mann, verdammt, sie hatte ihre Vision im Kopf und nicht auf irgendeinem Papier. Hast du denn überhaupt noch Zeit für Marlenes Kostüme? Mist. Rebecca, ich weiß, dass du im Stress bist, aber... Ich bin im Stress, ja. Ich muss eine Kollektion fertigstellen, die nicht von mir ist und von der mir jeder erzählt, dass sie über die Zukunft von LCL entscheidet. Für Lily Rose gibt es ebenfalls einen Zeitplan. Entschuldige, aber anproben mit Marlene, das geht einfach nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich es Clarissa erklären soll. Macht's doch einfach heute. Was? Ein Abschlussfitting. Tristan, die LCL-Kollektion hat wirklich Priorität. Heute arbeitet hier sowieso niemand. Vater und Clarissa sind mit der Presse beschäftigt. Und Marlene und du, ihr seid euch doch in allem einig. Also, es geht flott. Sagt wer? Beim letzten Mal kam sie nach Hause und war völlig beseelt. Wenn ihr das jetzt durchzieht, dann haben wir es geschafft. Und dann kannst du dich voll und ganz auf Sonjas Kollektion konzentrieren. Dann klärst du das aber mit Marlene. Schon so gut wie passiert. Ich würde nicht fragen, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Aber wirklich nur noch... Heute, mach dir keine Sorge. Marlene weiß, was sie an dir hat. Küssen, 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 küssen. So, meine Kleine. Jetzt gibt's erstmal einen leckeren Pfirsichbrei, hm? Hey, Emma. Hi. Was hat sie denn? Sie ist irgendwie ziemlich durch den Wind. Bei der Nanny hat sie nur geschrien. Sie merkt eben, dass was nicht stimmt. Und das MA-MA-Wort, das sprechen wir besser gar nicht aus. Guck mal, was wir da haben. Bist du dir wirklich sicher? Ja, sie mag Pfirsichbrei. Ich meine, mit Tanja. Falsches Thema. Aber ein wichtiges, für dich und für die Kleine. Marlene, ich kann nichts mehr für sie tun. Alle Beweise sprechen gegen sie. Dann hältst du es für völlig ausgeschlossen, dass Tanja unschuldig ist. Was soll ich denn glauben? Tanja steht oben auf der Treppe, die Sonja gerade runtergestürzt ist. Und die Polizei erzählt mir, dass es keine Aufnahmen der Überwachungskamera gibt. Ja, aber das kann doch auch ein Zufall sein. Dass ausgerechnet diese Aufnahmen fehlen? Und dann versucht sie auch noch zu fliehen. Sie lässt mir nicht gerade viel Spielraum, an ihre Unschuld zu glauben. Sebastian, die Liebe zwischen euch, das ist dein Spielraum. Die Liebe zu dir und zu eurem Kind. Marlene, hörst du bitte auf zu träumen. Wir wissen beide, wie Tanja ist. Wenn sie sich bedroht fühlt, dann hört sie auf, rational zu denken.
Ist sie zu allem fähig? Nein, nicht dazu. Dazu würde sie ihr Leben mit dir und mit Emma aufs Spiel setzen. Na, wir beide kriegen das doch zusammen hin, oder? Ach, und wie war das noch? Im Zweifel für den Angeklagten. Das hier ist Tanjas Begnadigung. Passen Sie gut darauf auf. Sie können sich auf mich verlassen. Ich bin jetzt so lange ans Krankenbett gefesselt gewesen, ich gehe auf jeden Fall ins No Limits. Darüber reden wir später. Ich wasche erst mal deine Wäsche. Timo, willkommen zu Hause. Von wegen ausgehen. Du gehst jetzt auf dein Zimmer und gibst Ruhe. Ich koche uns was Schönes. Sag mir, stimmt das eigentlich wirklich, was über LCL erzählt wird? Ach, Mord im Modehaus? Sonja Jäger ist nicht tot, sondern liegt im Koma, also es ist kein Mord. Aber das heißt, Tanja hat wirklich versucht, diese Designerin umzubringen? das wird die Polizei klären. Ihr ist es doch sowieso egal. Hauptsache, Tanja bleibt im Gefängnis und funkt ihr nicht in der Firma dazwischen, richtig? Also Knast wäre auf jeden Fall ausgleichende Gerechtigkeit. Dieser Frau traue ich echt alles zu. Na los, Blutdruck messen. Mein Enkel kommt nach Hause. Tanja sitzt im Gefängnis. Wünsche werden wahr. Was ist los? Ich will telefonieren. Ein Gespräch, 2 Minuten. Mama? Papa, hallo! Scheint keiner da zu sein. Wahrscheinlich holst du ihn gerade vom Försterseminar ab. Wow. Gerade ist angekommen und schon sturmfreie Bude. Marlene hat gesagt, wir können mein altes Zimmer wieder haben. Und wo ist das? Das ist gleich hier vorne. Und das ist mir zu weit. Oh, meine Mutter hat sich stylmäßig ja ganz schön ausgetobt. Neues Sofa? Aha. Dann werden wir das erstmal einweihen. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ah, neues Sofa? Oh mein Gott. Sag ruhig Thomas zu mir. Oh mein Gott, Thomas. Was wird das hier? Strippen für die Miete? Ich bin's. Tanja, sag mal, hast du nicht nur ein Gespräch? Hast du dich verwählt? Jetzt verschon mich mit deinen Plattitüden. Wie geht's Sonja Jäger? Keine Ahnung. Vegetiert vor sich hin, würde ich sagen. Ansgar, du musst die Aufnahmen aus der Überwachungskamera für mich finden. Soll das ein Witz sein? Jetzt hör mir genau zu. Wir haben bei LCL die beste Überwachungstechnik, die es auf dem Markt gibt. Es kann nicht sein, dass die Kamera nicht aufgezeichnet hat. Klar. Glaub mir alle, du hättest irgendwas manipuliert. Clarissa muss die Festplatten ausgetauscht haben. Moment mal, ganz langsam. Soll das heißen, du glaubst, sie hat eine Festplatte mit einer Aufnahme, die deine Unschuld beweisen würde? Ja, Ja, aber warum sollte die Alte so dämlich sein und die Aufnahme behalten? weil ihr das irgendwann von Nützen sein kann. Herrgott, du kennst sie. Ansgar, ich bin unschuldig. Ja, klar. Und ich mach den Stehgeiger bei deiner Heiligsprechung. Tanja, schönes Leben noch. Im Zweifel für den Angeklagten. Was meinst du dazu, mein kleiner Frosch? Hm? Hier seid ihr. Hallo, Emma. Emma, guck mal, was ich habe. Guck mal. Oh, guck mal, was die Puppe kann. Und wenn sie doch unschuldig ist? Ich kann sehr gut verstehen, dass du immer noch an sie glauben willst.
Es würde dir das Herz brechen, nicht wahr? Weil du sie noch liebst. Könntest du Emma zur Nanny bringen? Ja. Ich muss noch mal weg. Ja, mach ich. Was hast du vor? Etwas, was eigentlich selbstverständlich ist. Und das wäre? So lange an die Unschuld eines Menschen zu glauben, bis seine Schuld bewiesen ist. Entschuldigung, aber ich habe gerade andere Probleme als so ein hängendes Dekolleté. Christian, da bist du endlich. Ich brauche dringend deine Hilfe. Es geht um Dekolletés? Kein Problem. Sehr witzig. Ich habe gleich ein Fitting mit Marlene. Wie bitte? Das ist jetzt wohl ein Witz, oder? Wieso? Du hast doch sonst keine Termine. Und außerdem war es schwer genug, Rebecca überhaupt dazu zu kriegen. Ich habe sie heute Morgen in der Küche getroffen. Und sie war dermaßen verkrampft. Sie ist einfach unsicher. Ja, und versteht alles falsch und schaltet sofort auf Angriff. Wie kommst du dazu, einfach einen Termin für mich zu vereinbaren? Ich bin dein Manager, Schätzchen. Ach, so klar. Und deshalb musst du mich nicht mehr fragen und ich funktioniere auf Zuruf, oder was? Kannst du mir mal sagen, warum du jetzt so ausflippst? Ich würde sie in einer Tour anmachen und alles, was ich tue, ist ein einziger großer Annäherungsversuch. Ich meine, die Frau hat sie doch nicht mehr alle. Und du glaubst immer noch, dass sie ihre Gefühle für dich einfach nur noch entdecken muss? Egal, jedenfalls will sie mich schon gar nicht auf Stecknadelabstand vor sich haben. Und geht sofort an die Decke, wenn ich ihr nur einen Schluck Wasser anbiete. Das Fitting findet nicht statt. Punkt. Hast du wieder irgendeinen lästigen Termin am anderen Ende der Stadt, oder musst du Christian vielleicht über sein Liebeskummer wegtrösten? Mit Christian hat das nichts zu tun. Ich habe vorhin Sebastian getroffen und mit ihm über Tanja gesprochen. Und jetzt muss ich die ganze Zeit an sie denken. Tut mir leid, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber du hilfst Tanja am meisten, indem du das Ding mit Rebecca heute durchziehst, damit sie sich morgen wieder voll und ganz auf LCL konzentrieren kann. Marlene kommt in einer Stunde. Dann habt ihr es aber endlich hinter euch. Das hat Tristan auch gesagt. Ihr Männer habt wirklich keine Ahnung. Ihr Mädels kriegt das schon hin. Warte, du musst hier bleiben. Warum? Wir brauchen Neutralität. Stell dir einfach vor, du bist die Schweiz. Die Schweiz. Mit T-Shirt erkennt man dich fast kaum wieder. Ja, ich trage Ihnen das hoch. Ja. Also so alt sind wir nun auch noch nicht. Ist es wirklich okay für euch, dass wir hier einziehen? Sagt doch erst mal, wie ihr euch das eigentlich vorstellt. Wir werden euch auf keinen Fall auf der Tasche liegen. Ich suche mir einen Job. Ja, und ich habe auch schon ganz viele Bewerbungen geschrieben. Und bis ich was habe, könnte ich für euch kochen. Mittags, abends oder beides. Frühstück machen, einkaufen, all inclusive. Auf jeden Fall will ich nicht schon wieder so einen Stress haben wie mit Ansgar, dem euren Großkotz. Sag ich auch immer. Thomas. Ja, was denn? Ich glaube, wir haben uns hier gerade einen 1A-Koch ins Haus geholt. Also, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder bei uns bist, meine Prinzessin. Das mit der Prinzessin sage ich auch immer. Ach, wirklich? Ja. Hey du, alter Macho, jetzt lass uns das zusammen machen. Gibst zu, du bist doch unendlich froh, dass Kim es nicht bei Ansgar aushält, oder? Sieht man mir das etwa an? Ich mache euch schnell noch einen Kaffee. So, wie wär's denn mit Tortilla oder Pollo Frita? Oh, ich glaube, der Kühlschrank ist ziemlich leer. Ich muss leider los zur Arbeit. Ja, wir können einkaufen gehen. Ja. Ja, mach das. Es fehlt so ziemlich alles. Ja. Aber vorher bringen wir das Auto noch zu Ansgar. Nicht, dass er glaubt, ich krieg das ohne ihn nicht hin. Und das will hier bestimmt keiner. Schließlich bist du eine verheiratete Frau. Passen Sie auf, dass Sie nicht stürzen. Das kommt hier öfter vor. Guten
Dann lass es uns hinter uns bringen. Probiere das mal als erstes an, bitte. Ja, ich bin ja auch total auf die neuen Kleider gespannt. Ich habe Christian gebeten, dabei zu sein. Dann haben wir eine neutrale Meinung und keinen Grund mehr zum Streiten. Hoffe ich jedenfalls. Ja, das hoffe ich auch. Ja, dann geht's los, oder? Klar, warum nicht? Schließlich sind wir doch alle Profis. Läuft doch. Wie geht's Emma? Sie vermisst dich. Was würde ich zu sehen bekommen, wenn diese ominösen Aufnahmen wieder auftauchten? Dass wir uns gestritten haben, weil ich eifersüchtig auf sie war. Dass sie gestolpert ist. Ich habe meine Hand nach ihr ausgestreckt. Ich konnte sie nicht halten. Findest du es nicht merkwürdig, dass ausgerechnet diese Aufnahmen fehlen? Nein. Das ist ja ein weiterer Beweis für meine Unschuld. Oder deiner Schuld. Du könntest sie genauso gut gelöscht haben, weil sie dich belasten. Clarissa muss sie versteckt haben, weil sie mich entlasten. Sebastian, glaubst du mir? Ja, das ist doch richtig schön. Hm? Es geht nichts über eine neutrale Meinung. Jetzt würde ich gern mal sehen, ob dir der Träger über die Schulter rutscht. Beweg dich mal ein bisschen wie auf der Bühne. Ja, warte. Ich mach dir den Rückenausschnitt ein bisschen enger. So läuft das also hinter den Kulissen. Ja, hinter der Bühne, da sind wir ganz normale Menschen. Wir haben Hunger, Durst, gehen auf die Toilette und führen ganz normale Beziehungen. So geht das nicht. Es tut mir leid, es ist nur, du hast einfach kalte Hände. Und wie kann das sein, wenn ich angeblich so heiß auf dich bin? Rebecca. Nee, wirklich. Könnt ihr mir mal bitte sagen, wie ich Marlenes Kostüm ändern soll, wenn ich sie dabei nicht anfassen darf? Sie hat doch gesagt, du hast so kalte Hände. Aber damit gemeint hat sie, dass ich die Finger nicht von ihr lassen kann. Dabei denkt hier nur einer an was anderes als Arbeit. Und das bin garantiert nicht ich. Vielen Dank für diese Unterstellung. Was wird das jetzt? Das Fitting ist vorbei. Siehst du? Hier sind die Garderoben, aber sie schließt sich zum Umziehen in die Toilette ein. Du, ich kann euch hier nicht weiterhelfen. Die Schweiz zieht sich zurück. Und beim Flaschendrehen habe ich dich natürlich gezwungen, mich zu küssen. Siehst du? Fängst du schon wieder mit diesem Thema an? Ich meine, kannst du an nichts anderes mehr denken? Als an was? An mich. Deine Panik sagt einfach alles. Panik? Quatsch, ich habe überhaupt keine Panik. So geht das nicht. Es tut mir leid, es ist nur, du hast einfach kalte Hände. Und wie kann das sein, wenn ich angeblich so heiß auf dich bin? Wie konntest du den Wagen denn übersehen? Weißt du, wie teuer so eine Karre ist? Er hat die Markierung überparkt, sonst hätte ich den doch gar nicht gestreift. Dann sei wenigstens froh, dass es kein Auto von Ansgar war. Die Karre von dem Heini hat doch auch nur so einen Mini-Kratzer. Die Markierung übersehen. Aber so einen Mini-Kratzer, den sieht er. Was glaubst du, wie viel das kostet? Geld? Viel, viel Geld? Wie sollen wir das bezahlen? Wir?
Habe ich das geträumt oder sind wir verheiratet? Oh Mann, ich habe Ansgar gerade die Kreditkarte zurückgegeben. Vielleicht können wir ihn ja fragen, ob wir das über seine Versicherung laufen lassen können. Bleibt dieser Termin? Viertelstunde später, bitte. Und? Ist irgendwas Neues? Ja. Deine Stellungnahme zur Absage der 800-Jahr-Feier. Soll wohl ein Witz sein. Das kann der alte Trottel absagen, der die Party unbedingt abgesagt haben will. Ah, das junge Paar. Hi, na, ich muss mich beeilen, damit ich heute Abend nicht zu spät komme. Es gibt Tortilla und Pollo Frito. Pollo Frito. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Oh, dann habt ihr heute Abend schon was vor. Das ist aber schade. Ich habe VIP-Karten. Deine Autoschlüssel, danke. Ich räume jetzt nur noch schnell meinen Arbeitsplatz auf und dann sind wir weg. Kim, jetzt warte mal. Ich weiß, du hast deinen Stolz, aber das Auto habe ich dir immerhin geschenkt. An deine Geschenke sind immer irgendwelche fiesen Bedingungen geknüpft. Die brave Tochter spielen, im Gremium sitzen für die Stimmen, meinen Mann von dir beleidigen lassen. Das läuft nicht mehr. Na dann viel Spaß bei der Luft- und Liebe-Diät. Denk dran, einseitige Ernährung ist ungesund. Sag mal, heißt das du? Ich meine, wir bezahlen das jetzt? Pack das Ding weg. Das bleibt unter uns. Hey, in Deutschland gibt es für jeden Mist eine Versicherung. Ja, aber die gehört meinem Vater. Von dem nehme ich nichts mehr. Komm. Nee, ich warte hier. Wir haben Grund zu der Annahme, dass die Aufnahmen aus der Überwachungskamera Ihrer Firma entwendet worden sind. Und die suchen Sie jetzt bei mir. Hier ist der Durchsuchungsbeschluss. Welcher Minderbegabte hat das angeordnet? Hat Tanja Ihnen mit Sex bedroht oder warum setzen Sie sich auf einmal für Sie ein? Und Sie haben sich in der Tür geirrt. Wir dürfen trotzdem, es sei denn, Sie möchten sich das Aufräumen sparen und sagen uns gleich, wo wir die Aufnahmen finden. Ich bin nicht so eng mit Tanja, dass sie mir verrät, wo sie ihre Beweismittel versteckt. Sie verschwenden ihre Zeit. Meine Kollegen durchsuchen in diesem Moment auch Schloss Königsbronn. Und Sie fassen bitte nichts an. Ich nehme an, Ihre Anwesenheit bedeutet, dass Sie Tanja juristisch vertreten? Solange es den Hauch einer Chance gibt, dass sie unschuldig ist, werde ich ihr helfen, das zu beweisen. Die unschuldig. Der war gut. Marlene? Also Tristan braucht die endgültigen Schnitte. Und wenn ich das machen soll, dann musst du wohl oder übel ertragen, dass ich dich anfasse. Aber nochmal mache ich das nicht mit. Also entscheide dich, ob du das willst. Und zwar jetzt. Du bist halt irgendwie so gereizt. Okay. Ich glaube, es ist wirklich besser, ihr sucht euch eine andere Designerin. Tristan versteht das. Ich habe schließlich auch mit Linie CL und Sonjas Kollektion zu tun. Gut. Dann ist es jetzt ja wohl am besten, wenn ich gehe. Ja, das denke ich auch. Polizei, Hausdurchsuchung. Bitte stellen Sie Ihre Arbeit ein und verlassen das Gebäude nicht, okay? Hemke? Ach, nee. Ich bin unterwegs. Ihr macht bitte weiter, ja? Ich melde mich. Okay. Dringender Einsatz. Die Kollegen machen hier weiter. Wenigstens einer, der begreift, dass bei mir nichts zu finden ist. Sie lassen sich immer wieder von Tanja manipulieren. Wie halten Sie das eigentlich durch, diese ständigen Enttäuschungen über Tanjas Lügen? Has it been a day or a week? As my eyes begin to close, Und dann hat sie ihm noch eingeschenkt, dass er sich alle VIP-Karten inklusive seiner Luxusschlitten in den Allerwertesten schieben kann, denn wir brauchen den Scheiß nicht. Wer? Ansgar? Stell dir vor, die beiden sind aus dem Schloss ausgezogen. Ja, wir wohnen jetzt wieder bei meinen normalen Eltern. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ja, und nun geht das süße Leben los, das süße Leben der Arbeitslosigkeit. Sag mal, Leonie, meinst du, du könntest deine Oma mal fragen, ob sie noch eine Stelle bei Linie Claris Landstein frei hätte? Im Moment hat sie dafür, glaube ich, nicht so einen Kopf.
Aber sobald das Drama um Sonja Jäger vorbei ist, werde ich sie fragen. Versprochen. Okay, ist ja auch schon mal was. Du sag mal, wir haben keine Kohle, keinen Job und du bist die ganze Zeit am Grinsen. Woran liegt das? Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Woran liegt denn das? Ich fühle mich einfach 1000 Kilo leichter seit gestern. Ich habe alles, was ich brauche. Den Mann, den ich liebe und meine Freiheit. Alles andere wird sich schon finden. Sebastian, wo warst du? Die Polizei ist hier. Ich war bei Tanja. Ach, du setzt dich wieder für sie ein? Du hast doch immer gesagt, man muss die Familie gegen alle Widerstände zusammenhalten. Tanja ist meine Familie. Ich hoffe, du schlägst dich nicht auf die falsche Seite. Kommissar Helmke, Ihr Noteinsatz ist hier? Ja, und zwar deshalb. Lag im Küchenmüll. Was ist das? Das ist der zerstörte Datenträger aus dem Modehaus. Das hat die Spurensicherung gerade bestätigt. Man wird das Material allerdings nicht mehr sichten können. Aber für sowas haben Sie doch Spezialisten. Es ist leider physikalisch zu schwer beschädigt. Wir müssen allerdings davon ausgehen, dass er Beweise gegen Tanja von Lahnstern enthielt und deswegen zerstört worden ist. Und Sie glauben, das war meine Frau? Hast du noch mal was von Sonja Jäger gehört? Du von Tanja? Ich weiß nur, dass Emma ihre Mama sehr vermisst. Mensch, Sonja Jäger liegt im Koma. Tanja sitzt im Knast. Sebastian glaubt, dass seine Frau seine beste Freundin umbringen wollte. Und wir streiten uns darüber, ob deine Hände zu kalt sind. Bin ich wirklich die Einzige, die überempfindlich reagiert? Hast du da überhaupt kein Problem damit? Doch, natürlich. Als du das letzte Fitting abgebrochen hast, wie du es abgebrochen hast. Ich meine, das war wirklich kein Annäherungsversuch, ehrlich. Und dass du das glaubst, das trifft mich einfach. Ich bin Designerin, ich bin Profi. Glaubst du wirklich, ich würde einen Termin wie eine Anprobe dafür ausnutzen, um jemanden anzumachen? Okay. Vielleicht habe ich ja ein bisschen... Nein, ich habe total überreagiert. Es tut mir leid. Und was meinst du, warum? In letzter Zeit, da habe ich oft an dich gedacht. Die Hausdurchsuchung ist beendet. Sie können wieder an die Arbeit zurück. Danke. Marlene, wegen eben. Ja, finde ich auch. Lass uns den Streit endlich vergessen, ja? Ich will dich nicht verlieren. Ich dich auch nicht. Obwohl du eine ganz schön kleine Zicke bist. Jetzt sagst du ausgerechnet du Designer-Diva. Jawohl, und das Ganze mit Prellung. Ich war ja auch Baby einfach. Aber gut, gut, gut. Ich gewinne sowieso. Na, dann lass mal sehen. Das ist der Breuer. Der Typ mit dem Kratzer. Ja, dann. Ja, hallo, Kim Wolf hier. Euer Nachschub. Wie bitte? Den Kostenvoranschlag? Mhm. Bitte was? Nein, das ist kein Problem. Ja, senden Sie mir einfach die Bankdaten. Mhm. Ja, auf Wiederhören. Wie viel? 3.000 Euro. 3.000 Euro für einen Spiegel und ein paar Kratzer? Das gibt's doch gar nicht. Das sind doch Verbrecher. Sag mir lieber, woher wir die Kohle auftreiben sollen. Scheiße. Sebastian, hast du die Aufnahmen? Ja, die Aufnahmen, die habe ich gefunden. Dann waren Sie bei Clarissa. Heißt das, es hat alles geklappt? Ein Freund als Lieferant getarnt hat die angebliche Festplatte der LCL-Überwachungskamera im Schloss deponiert. Und die echten Aufnahmen? Liegen sicher in einem Schließfach. Ein Jammer. Jetzt kann niemand außer mir sehen, wie Tanja den Mord im Modehaus verhindern wollte. Der perfekte Plan. So wird's gemacht. Jetzt wird auch Sebastian ihr nicht mehr glauben. Sie wird alles verlieren. Ihre Firma, ihre Tochter,
Ihren Mann. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Die zerstörte Festplatte ausgerechnet auf Königsbrunn zu entsorgen. Im Hausmüll. Ja, wir hatten eine Hausdurchsuchung. Was? Das war ich nicht. Tanja, es ist vorbei. Entschuldig mal bitte, für wie blöd hältst du mich? Ich hatte diese Festplatte niemals in der Hand und wenn, dann würde ich die doch nicht auf Königsbrunn entsorgen. Du warst unter Druck, die Polizei stand vor der Tür, da macht man schon mal Fehler. Das kannst du jetzt nicht ernsthaft glauben. Okay, wir sind gleich fertig. Nur noch einmal abstecken. Klar, steck mich ab, ich halt still. Okay, ich bin auch ganz vorsichtig. Was wolltest du vorhin noch mal sagen? Dass du in letzter Zeit öfter an mich gedacht hast. Ja, ich hab ein paar Mal an den Abend gedacht, an dem wir Flaschendrehen gespielt haben. Und als wir dann ein paar Abende später im Pool gelandet sind. Ich weiß, dass ich dich das schon mal gefragt habe und du hast es abgestritten, aber... Was denn? Könnte es nicht vielleicht doch sein, dass du dich in mich verliebt hast?